Ich bin Nico Giamatti, ich bin der Trackmania-Welt bekannt als Grenady und ich bin aktuell der Trackmania-Fahrer für Alternate Attacks. Demnächst fahre ich in der Trackmania Grand League mit. Das ist die größte Liga in Trackmania. But right now it's neck and neck between them. Granadi versus Dexter. Granadi goes so inside and only one player can take it. Dexter almost throwing it at the ending. There's one jump but Dexter with a mistake. Throwing for skins and Granadi is defending his title. Das Besondere an mir ist, dass ich in Trackmania mit einem Lenkrad fahre. Das klingt vielleicht nicht so besonders an sich für ein Rennspiel, aber es ist tatsächlich was sehr Besonderes, weil in Trackmania kommt es halt auf sehr viele verschiedene Dinge an. Man muss halt ziemlich schnell von links nach rechts lenken, man braucht schnelle Reaktionen, man muss auf alles gefasst sein jederzeit, weil Trackmania ist ein sehr schnelles Spiel. Das kann man nicht wirklich vergleichen mit anderen Rennspielen wie Formel 1, Assetto Corsa und anderen Simulatoren. Und deswegen ist es ziemlich besonders, dass ich in Trackmania mit einem Lenkrad fahre. Ja, in den Bereichen, wo ich fahre, bin ich da tatsächlich der Einzige. And also a great line from Granadi. Now the downhill, really important to get a smooth steering. Look at the speed from Granadi. He just went for that no slide. Man, what a beautiful line. Wie ich zu Trackmania und zum Lenkrad gekommen bin, ist eigentlich eine recht witzige Geschichte, weil mein Vater hat mich damals zu Trackmania gebracht. Der hat damals das allererste Trackmania von 2003 immer mal wieder von Zeit zu Zeit gespielt und damals war ich ca. 5 bis 6 Jahre alt und wenn man das als kleiner Junge sieht, wie Autos durch die Gegend fliegen und durch Loopings fahren, das ist einfach begeisternd und da habe ich das auch immer gespielt. Und da mein Vati der Einzige war, den ich kannte, der Trackmania gespielt hat und der ist halt auch mit Lenkrad gefahren, dachte ich halt, das ist das Normalste von der Welt und habe halt auch so einfach angefangen. Und erst nach mehreren Jahren habe ich dann festgestellt, dass das gar nicht so normal ist, dass die meisten halt mit Tastatur oder mit einem Gamepad fahren. Und ja, aber das hat sich dann so entwickelt und ich hatte so viel Freude dran, ich wollte nie davon wegkommen. Als ich dann vor 3, 4 Jahren richtig aktiv geworden bin im Spiel und immer mehr Competitions mitgefahren bin, sind dann auch verschiedene Orgas und andere Profispieler auf mich aufmerksam geworden. Und einer von den Spielern war Massa vom Team Big. Und der hat mich damals angeschrieben und gefragt, ob ich nicht einer deutschen Organisation beitreten will, die wieder in Trackmania eintauchen will. Und das war Alternate Attacks. Und da bin ich natürlich direkt hellhörig geworden, weil das natürlich für mich als deutschen Spieler auch sehr praktisch ist, in einer deutschen Orga zu sein. Und da haben wir uns dann ausgetauscht und ja, jetzt fahre ich mittlerweile schon seit 9 Monaten für Attacks und bin sehr zufrieden. Momentan fahre ich in Trackmania mit einem Logitech G923 und das Lenkrad ist einfach aus mehreren Gründen wirklich optimal für Trackmania. Als allererstes erstmal für Trackmania, da sind viele andere Aspekte wichtig, die bei anderen Racing Games nicht so wichtig sind. Was mich besonders überzeugt hat, waren zum Beispiel die vielen Knöpfe, die das Lenkrad hat. In Trackmania braucht man richtig viele Knöpfe fürs Bremsen, fürs Gas geben, Kamera wechseln, für so viele verschiedene Dinge. Und da ist das Lenkrad einfach wirklich perfekt und auch die Position von den Knöpfen ist einfach optimal für mich. In Trackmania ist es ja wichtig, dass man sehr schnell reagieren kann, sehr schnell von links nach rechts, sehr schnelle Richtungswechsel. Ist es für mich sehr wichtig gewesen, dass man den Lenkradius custom einstellen kann und das geht halt ganz einfach mit einer Logitech Software. Da kannst du einstellen, was für einen Winkel du da benutzen möchtest und da in Trackmania ein niedriger Winkel wichtig ist, habe ich mich halt für das Lenkrad entschieden, weil da konnte man das richtig einfach einstellen und bei vielen anderen Lenkrädern ist das einfach nicht möglich und deswegen sind die unpassend für Trackmania. Das Logitech ist wirklich sehr, sehr hilfreich für mich und seitdem fühle ich mich auch viel sicherer in Trackmania, weil mit meinem alten Lenkrad zum Beispiel konnte ich all diese Dinge nicht machen und wenn man sich mit seinem Setup nicht wohlfühlt, ist das einfach nicht so gut für einen als Spieler und deswegen bin ich sehr zufrieden mit dem neuen Lenkrad. Again, this is where the wheel shines, the smooth steering, but it's not that easy. Ich gehe jetzt demnächst mit meinem Lenkrad in der Trackmania Grand League an den Start. Vielleicht sieht man sich ja mal im Cast oder auch in irgendeinem Practice Stream. Ich bin auf jeden Fall sehr motiviert und ich hoffe, ihr seid es auch.